Wasser, Wind, schnelle Boote. Ich bin in Sassnitz an der Ostsee beim SailGP. Das ist ein internationaler Segelwettbewerb, so wie die Formel 1, aber eben auf dem Wasser. Der Rennzirkus ist zum ersten Mal nach Deutschland gekommen. Es gibt viel zu entdecken, vor allem in den ruhigen Gewässern. 70% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Da kann man viel mehr machen, als nur Ware darauf transportieren, Urlaub am Meer und segeln gehen. Ja, da steckt auch was drin. Stichwort Biodiversität. Aber was das mit Bank und Finance zu tun hat, das schauen wir uns heute an. Und bei mir steht jetzt Clemens, der ist Doktor der Geo- und Umweltwissenschaften und ist von SUB. Was machst denn du genau? SUB ist ein von Helmholtz gefördertes Projekt, eine Innovationsplattform sozusagen, die Wissenschaft, also uns, und die Wirtschaftsindustrie und auch die Gesellschaft zusammenbringt, um Ozeanbeobachtungen zu erleichtern. Na genau, geht Ozeanbeobachtung. Also heute nehmen wir zum Beispiel eDNA-Proben und dafür nehme ich dich einfach hier mal mit aufs Boot. Ja, genau, das ist weit, aber es reicht ja dann auch sonst hier. Clemens will rausfahren. Warum nehmen wir die Proben nicht einfach hier? Ist doch auch Wasser. Also einmal haben wir hier im näheren Küstenbereich oder im Boddenbereich, wo es ein bisschen brackiger ist, haben wir mehr Organik oder auch mehr Einfluss einfach von dem, was wir hier von Land eingewaschen bekommen. Wenn wir ein bisschen weiter rausfahren, haben wir die Chance, dass wir zum Beispiel auch sowas wie Schweinswale finden. Bötchenfahren, für mich perfekt an so einem Tag. Cool. Ich habe einen Führerschein, deswegen, es kann niemand in der Community sagen, der ist schwarz gefahren. Heute liebe ich meinen Job noch mehr als sonst, aber Moment. Zurück zur Ozeanbeobachtung. Welche Proben nehmen wir heute? Heute nehmen wir eDNA-Proben. eDNA, das steht für Environmental DNA, also der Umwelt-DNA. Mit der eDNA können wir herausfinden, was wir im Meerwasser, jetzt zum Beispiel hier vor Rügen, für Lebewesen haben. Was lebt hier alles im Wasser, was zieht hier vorbei, was laicht hier, was pflanzt sich hier fort. Also alles, was hier unterm Kiel rumschwimmt. Aber wieso ist es so wichtig, das zu erfahren? Zu erfahren, was wir überhaupt im Ökosystem vorhanden haben. Welche Arten haben wir da? Nur dann kann man diese Arten schützen. Und es kommt natürlich darauf an, was es für Arten sind. Manche sind für die Fischerei wichtig, für die Nahrungsversorgung. Andere sind einfach nur ein wichtiger Teil des Ökosystems. Das heißt, wenn wir gewisse Arten verlieren, dann kann das ganze Ökosystem zusammenbrechen. Also wir sind jetzt hier an unserer Beprobungsstelle angekommen. Ja. Und hier nehme ich nur einmal die GPS-Koordinaten, damit wir im Nachhinein wissen, wo wir die Probe genommen haben. Wissenschaftliche Genauigkeit bei jedem Handgriff. Und damit diese Proben sauber bleiben, ziehe ich mir erstmal Handschuhe an. Also ihn einmal ausfalten und da ist eine weiße Markierung und da muss bis über die weiße Markierung Wasser rein. Bis über die weiße Markierung. Wasser aus der Ostsee holen. Ja, hört sich einfach an, ist es aber nicht. Das Boot, das wackelt ganz schön und reinplumpsen will ich natürlich nicht. Schon gar nicht vor Sabines Kamera. Wir drücken das Wasser durch einen Filter und fangen es hier wieder auf, um es einmal zu messen, damit wir genau wissen, wie viel Wasser wir durch den Filter gedrückt haben. Ja. Das wird ja fast zur Akrobatik hier auf dem Boot. Durch den Filter geht nichts, das größer ist als 0,8 Mikrometer. Wie kann ich mir 0,8 Mikrometer vorstellen? Also auf jeden Fall kleiner als ein Haar. Also das ist so klein, dass man das eigentlich schon nicht mehr sieht mit dem bloßen Auge. Also mit der Lupe musst du da ran. Ja. Und das gefilterte Wasser geben wir dann der Ostsee zurück. Genau, das schütten wir einfach wieder rein. Also an diesem Filter sieht man jetzt, der war vorher weiß und jetzt so langsam kann man so eine leicht gelbliche Verfärbung erkennen. Das bedeutet, dass wir da schon mal Schwebstoffe, Partikel eben, die hier im Ozeanwasser herumschweben, aufgefangen werden. Schwebstoffe, letztendlich sind das eben Schweinswal-Pupst oder? Das wäre dann zum Beispiel auch der Fall, also da, wo eben die DNA dann auch drin gebunden ist. Und dieser dunkle, hellbraune Bereich, das ist sozusagen das, was dann nachher analysiert wird. So. Das Wasser hat einen schönen Ausflug in der Sicht. Auch mal Boot gefahren. Und ich hätte sie fast nicht erkannt und ist auch mit mir an Bord und hat auch Wasserproben genommen. Sophie, du bist Strategin im Team SailGP Germany, heute mal ohne Helm. Wie wichtig ist Wasser und der Ozean für dich? Ja, also einerseits natürlich mein Spielfeld, mein tägliches Turnhalle wie für Handballer sozusagen. Um meinen Sport ausüben zu können, muss ich auf dem Wasser sein. Wenn ich mal nicht im Training bin, bin ich auch viel auf dem Wingboard oder beim Surfen unterwegs und dann
genieße ich auch wirklich so die Natur und kann da zur Ruhe kommen. Was möchtest du denn, dass die Menschen mehr vom Meer und vom Ozean Ja, verstehen? ich glaube, es sind nur 5% oder so überhaupt von den Weltmeeren erforscht. Nagel mich nicht drauf fest. Und ja, es ist einfach noch so viel zu erforschen, irgendwie zu nutzen und nicht irgendwie nur für den Mittelmeerurlaub zu nutzen, sondern auch wirklich als Lebensraum zu sehen und Potenzial, diese Welt besser zu machen. Ich bin wirklich neugierig, wenn Clemens uns später anruft und sagt, was da drin war. Ich hoffe, wir sehen viele Tiere, die hier waren, weil ganz viele Meere sind ja relativ leer gefischt. Was für mich, weil ich so mit dem Wasser verbunden bin, schwer nachzuvollziehen ist, dass zum Beispiel viele Vegetarier sind, also keine Kühe, keine Schweine und also keine Vierbeiner, Hühner essen, aber dann eine Ausnahme bei den Fischen machen, also oder Meerestieren, weil ich glaube, dass sie einfach keine Verbindung zu den Tieren haben. Und ich habe zum Beispiel eine extreme Verbindung zu den Tieren und verzichte eher auf die Meeresfrüchte oder verzichte auf die komplett. Zurück in der Rennzone. Bei der SailGP sitzt die Natur auch quasi mit im Boot. Aber das klären wir später. Ich bin in der Tech-Zone und das ist die Boxengasse, wo normalerweise die Boote liegen. Das wird im Übrigen gerade zusammengebaut. Und ich treffe den Chefanlagestrategen für Nachhaltigkeit, Markus. Ich habe mal Wasserproben entnommen. Und wie ist unsere Zusammenarbeit mit SOAP? Wir sammeln weltweit Wasserproben im Rahmen des Rennens von SailGP und wir arbeiten dann lokal mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, um diese zu analysieren, weil wir verstehen wollen, was in den Meeren wirklich abgeht. Wie wichtig sind die Ozeane für Finance und die Wirtschaft? Die Ozeane sind Bestandteil der weltweit verflochtenen Wertschöpfungsketten von Unternehmen, Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das zu verstehen, welche Rolle die Ozeane spielen, ist essentiell letztendlich auch für die Finanzstabilität, aber auch für das sozioökonomische Wohlergehen unseres Planeten und von Gesellschaften. Und deswegen machen wir ganz genau das. Wir müssen als Ökonomen mehr die Ökologie verstehen, um unsere Abhängigkeiten davon managen zu können. Was hat jetzt Bank und Segeln gemeinsam? SailGP ist Technologie, Daten und Natur. Das heißt, SailGP bringt den Ozean zu uns und uns zu dem Ozean. Und das insgesamt ist eine wunderbare Kombination. Du hattest jetzt echt die schwierigste Rolle, weil jetzt wird das Boot rausgehoben. Ja? Ja. Du hast die ganze Zeit zu mir geguckt, jetzt Ja, und darfst du jetzt auch mal da. sehen, wie das Ding hochgehoben wird. Also ich hatte definitiv einen besseren Platz.